Also es hat so angefangen eigentlich, dass der Malte mich eines Tages mal angerufen hat. Er hat gesagt, ja, er hat da ein Projekt, er weiß nicht, ob das realisierbar ist, hier mit M5 Touring und das wäre mega geil. Und da habe ich mit ihm ein bisschen drüber telefoniert und er hat auch schon einen Marketingplan von dem Fahrzeug gehabt. Und so ist dann die ganze Sache eigentlich entstanden. Ja. Mit dem normalen S63 aus den X5 und X6R Modellen gibt es einige, die es schon gebaut haben, aber eben nicht den TÜ-Motor. Ja, so, boah, geil, machen wir vielleicht. Ist ja doch ein Projekt irgendwie, wo noch keiner in die Hand genommen hat, so richtig, oder es hat noch keiner fertiggestellt, dann einen S63 TÜ zu verbauen. Also mir ist bis dato heute noch keiner bekannt, der das irgendwie gemacht hat. Für uns irgendwie so ein Projekt, wo irgendwie keiner wusste, ob wir es überhaupt hinbekommen. Und deswegen haben wir uns erstmal gut überlegt, wollen wir das machen, können wir das machen, werden wir es überhaupt schaffen, das Ganze zu verbauen. Und dann haben wir uns auch erstmal komplett mit meinen Brüdern, mit meinen Eltern erstmal besprochen. Können wir das überhaupt stemmen? Es ist ja auch ein Zeitaufwand, sowas umzubauen. Und dann haben wir da halt dann gesagt, ja, wir machen das und arbeiten einfach drauf zu und gucken, welche Probleme kommen und dann werden die einfach behoben. Geil. Ja, wir haben mal den Motor angeguckt. Das wird ein richtig geiles Projekt auf jeden Fall. Wir haben vor etlichen Jahren mal Bernhard Galter kennengelernt, der hat Handel mit Autoteilen und dadurch, dass der auch gleich hier um die Ecke ist, war es natürlich die beste Möglichkeit, sich einen Motor zu besorgen, vor allem man weiß, was man da kauft. Die Sachen haben eine gewisse Gewährleistung, er steht da mit seinem Namen dahinter, weil wir da einfach auch ein bisschen Vertrauen dazu haben, dass das auch qualitativ funktioniert und alles passt, was wir da bekommen. Also kein Müll, wie meistens am Markt auch verkauft wird. Ja, gucken wir mal, was das wird. Oh Mann. Na ja, gut, dann gucken wir mal. Wir zerlegen das einfach mal und dann sehen wir schon. Motorenausbau, das ist ja für uns eigentlich gar kein Problem. Also ich sag mal, was ja Mechanik und so betrifft. Das war eigentlich so eine gute Aufteilung. Also der Dani hat den Motor ausgebaut, komplett mit. Das war mehr so sein Part, das ist immer der, ich sag jetzt mal Metzger. 30 Jahre dieses Jahr gibt's die Kfz-Olitzky-Firma ja auch schon. Sein Vater schon mit. Daher haben wir halt einfach mit Kfz oder mit auch Nutzfahrzeugen, egal was halt Rundmechanik einfach betrifft, richtig gute Erfahrungen, haben uns da ziemlich viel Sachen angeeignet, einfach was das betrifft und haben da eigentlich keinerlei Probleme mit Außeneinbauen von den Motoren und haben einfach den Motor mal kurz rausgerissen. Es ging ja ziemlich flott, das Ganze ausbauen. Ausbauen ist immer schön, da macht man schnell alles raus und muss dann immer die Arbeit zusammenbauen. Beim Einbau haben wir uns ja am Anfang gedacht, so, okay, wir machen ein bisschen so ein Hybrid aus 550 und M5 Vorderachse irgendwie, weil es dann für uns ein bisschen leichter gewesen wäre. Haben wir dann auch wieder ganz schnell halt verschlagen, weil es einfach zu viel Unterschied an der Ölwanne, an der Ölpumpe, an den ganzen Abbauteilen einfach gab. Deswegen haben wir uns dann da einfach komplett entschieden, die ganze M5 Vorderachse zu nehmen, die dann allerdings halt auch ein bisschen abgeändert werden musste. Das wurde dann abgeschnitten, wurde umgeschweißt. Das haben wir dann fachmännisch bei einer zertifizierten Firma auch umschweißen lassen, alles komplett, dass das auch alles wieder TÜV-konform ist, was wir da bauen. Und das war halt eigentlich mit das erste Problem, wo man einfach gesehen haben, okay, Vorderachse passt einfach nicht so dahin, wie wir gedacht haben. Das war der erste Step und dann halt noch komplett die Servolenkung, weil wir wollten dann mit einer elektronischen Servolenkung dann quasi halt fahren. Haben dann die komplette hydraulische von dem 5 quasi rausgeschmissen, haben dann noch ein bisschen den Antrieb vorne modifiziert, von dem Riementrieb, dass das auch wieder hinpasst, weil die Pumpe ja weggefallen ist von der Servolenkung und haben dann das alles noch umgebaut komplett. Und dann ging es einigermaßen, also dann waren wir eigentlich so weit, dass wir den Motor dann auf die Vorderachse setzen konnten, dass wir schon mal alles das, was alles auf der Achse war, Motor auf die Achse drauf, Getriebe ran, die ganzen Anbauteile schon mal vervollständigen konnten. Dann war eigentlich der Antrieb schon mal komplett auf der Vorderachse installiert und wir waren dann eigentlich so weit, dass wir ihn wieder einbauen konnten. Ist er drin, Klaus? Alles gut. Machen wir erstmal lautere Musik.
die Turbos, also ja, richtig geile Arbeit auf jeden Fall, haben es echt gut gemacht. Upgrade-Turbolader von TTE, die haben da die Upgrade-Turbolader noch gebaut, da hatten wir dann vorab dann noch die Turbolader ausgebaut, haben die noch zur TTE geschickt, die wurden dann noch überholt. Mega Dinger, leider konnten wir es noch nicht bis jetzt richtig testen, also ist ja noch gerade in der Einfahrphase, hat jetzt glaube ich schon mittlerweile 3.000, 4.000 Kilometer. Sind wir jetzt schon auch am Stück wirklich mal gefahren in der Woche. Aber ich denke, es wird sich jetzt dann auch noch am Ende, wenn wir jetzt dann die Leistung noch gar fertig abstimmen, dann auch noch zeigen, was die Turbolader auch dann wirklich können. Move It gab es noch eine schöne 400 mm Bremsanlage. Hinten haben wir noch eine modifizierte Bremsanlage noch verbaut. Richtig schönes Teil. Night Factor hat den Innenraum halt gemacht. Vor Essen Motorschau hat dann jemand von Night Factor noch das Cockpit eingebaut und wir haben dann die Recaro-Sitze, die Türverkleidungen, die Teile, was halt einfach noch gefehlt haben, haben wir noch so 2 Tage vor der Essen Motorschau alles reingebaut in das Fahrzeug. Von KW haben wir noch ein Variante 3 Fahrwerk besorgt und kein normales Variante 3, was es ja gar nicht gibt, weil es gibt ja den Touring nicht als M5. Deswegen haben wir mit den Jungs da einfach telefoniert, die haben uns dann quasi eine Zusammenstellung gemacht mit einer anderen Federrade vorne und hinten dann mit dem Luftfahrwerk noch andere Dämpfer geschickt. Das war auch eine coole Geschichte eigentlich, muss man sagen. Was ja noch dann mega Aufwand halt war die ganze Elektronik. Man hat sich das halt leichter vorgestellt. Elektronik, alles anschließen, alles schön und gut und wir starten dann halt einfach. So war es beim M2 zum Beispiel. Wir haben 4 Motor eingebaut, haben kurz die Kabelstränge überprüft, haben die Wegfahrsperren umprogrammiert. Dann ist das Ding gelaufen, einwandfrei. War jetzt bei dem Projekt eigentlich nicht so einfach. Also da haben wir wesentlich länger gebraucht, um das alles realisieren zu können überhaupt. Domi hat beim Einbau die ganze Feinarbeit geliefert. Also wir haben, glaube ich, ungefähr eine Woche an der Elektronik verbracht, um alle fehlenden Kabel da reinzuziehen, um den Kabelbaum fahrzeugseitig mit dem Kabelbaum von dem M5 zu verbinden. Das sind ja auch 2 komplett unterschiedliche Kabelstränge, die eigentlich komplett unterschiedlich da dran hängen. Die haben wir dann auch komplett einfach abgeschnitten und haben dann einfach jedes einzelne Kabel im Schaltplan durchgeguckt und haben dann die Kabel miteinander verbunden, wo im Innenraum reingehen. Und mussten dann halt auch noch so Kabel zur Wegfahrsperre ziehen, dann nochmal Steuergeräte umbauen vom Innenraum. Das war eine richtige Action. Also das hat fast nochmal genauso lange aufgehalten, nur die Elektrik so weit auf Vordermann zu bringen, dass das Auto überhaupt mal startet, als der ganze Rest von dem Projekt eigentlich. Haben dann auch bestimmte Steuergeräte getauscht, haben die Fahrzeugschlüssel getauscht, haben dann, dass das alles komplett sauber kommuniziert miteinander, weitgehend auf M5 auch ein bisschen mit umgerüstet, dass das alles überhaupt dann halt auch richtig funktioniert. Also wir wollten halt keinen Pfusch haben, also wir haben auch verschiedene andere Möglichkeiten durchprobiert, aber das war halt nie eine saubere Möglichkeit und dass man es halt auf die Dauer so lässt. Deswegen haben wir halt das für uns gesagt, wir machen das vernünftig, wir investieren mehr Geld in die Elektronik, in neue Steuergeräte, dass wir die vernünftig auch dann anbinden können, dann, dass halt auch der Olli und der Flo das auch dann vernünftig kodieren können. Das war halt noch so ein Ding, wo halt einfach nochmal ein krasser Aufwand war, aber letztendlich hat es sich gelohnt, also so läuft alles sauber, es funktioniert gut, die Elektronik ist voll auslesbar. Das war schon wichtig auf jeden Fall. Er läuft! Also. Alter, der läuft ja wirklich. Ja, Fazit hätte ich gesagt, es ist ein geiles Projekt, es war eine Scheißarbeit. Deswegen muss ich mich auch mal bedanken an meine Brüder und an meine Eltern und an meine Frau, die es immer da tatkräftig unterstützt haben auf jeden Fall. Und Domi hat dann halt immer komplett alles dann noch durchgezogen am Ende. Dann wirklich da Gas gegeben. Dann haben wir halt einfach nochmal am Ende auch nochmal einen Endspurt eingelegt, alle miteinander, mit meinem Vater, Domi, Dani, alle zusammen dann nochmal. Unser Basti war auch noch mit dabei. Einfach komplett dann auch mal nochmal eine Woche an dem Auto gehangen und haben da wirklich dann nochmal Kabel verlegt und gemacht und einfach nochmal rundherum alles einfach zusammen. Also war ein cooles gemeinsames Projekt auf jeden Fall. Es war ganz wild durcheinander. Einmal hat der geschraubt, dann der. Was ja auch das Projekt eigentlich ausgemacht hat, dass man sagt, wenn wir das machen, machen wir das als Familie zusammen, als Firma, als Team halt einfach mit Olli und Flo. Muss man echt nochmal ein Dankeschön auf jeden Fall aussprechen, dass die mit dabei waren, weil die 2 haben da wirklich auch Herz und Seele mit reingelegt, dass das Ding überhaupt so geil dann am Ende auch kodiert werden konnte, halt einfach, dass sie so hinbekommen hat, dass alles läuft auch gut. Ja, das war eigentlich auch eine coole Geschichte auf jeden Fall auch für den Zusammenhalt und alles einfach. Am Ende, wo alles gelaufen ist, und wir sind das erste Mal mit dem Auto um den Block gefahren in Dortmund. Da haben wir die erste Runde gedreht zusammen mit Malte. War eigentlich fast alles wieder vergessen und jetzt denkst du im Nachhinein, wo das Auto jetzt mal auf der Straße ist und alles geht, auf jeden Fall eine geile Geschichte auf jeden Fall. Also macht richtig Bock dann, wenn man drin fährt.